Seit einiger Zeit beschäftige ich mich wieder mit Lego. Auslöser dafür war das Apollo Saturn V Modell, das vor einiger Zeit bei Lego erschienen ist. Mein Fokus liegt auch weiter auf Modellen mit Bezug zum NASA-Raumfahrtprogramm. Ich nehme mir dabei einerseits offizielle Lego-Sets vor, die ich zusätzlich gerne noch etwas anpasse. Andererseits beschäftige ich mich mit Nachbauten, die andere Lego-Raumfahrt-Fans entworfen haben. Auch mein schönstes Modell gibt es nicht als offizielles Lego-Set. Aber mit der NASA hat es auch nichts zu tun. Der Zerstörer der Omega-Klasse. Im Jahr 2260 bildet dieser Raumschifftyp das Rückgrat der Streitkräfte der Erdallianz. Mit einer Länge von über 1714 Metern und einer Masse von fast 38 Millionen metrischen Tonnen bietet es gleichzeitig maximale Feuerkraft und Unterstützung durch mitgeführte Raumjäger. Angetrieben durch 4 Bagy Bryant Partikelbeschleunigertriebwerke und 2 zusätzlichen Lockheed Mitchell Sprungantrieben, gespeist durch 4 Westinghouse Fusionsreaktoren, trägt die Omega-Klasse eine Besatzung von 850 Mann und 2 komplette Starfury-Geschwader mit einer maximalen Beschleunigung von 2,45 G in den Kampf. Bei Bedarf können Truppen in einer Stärke von bis zu 18.000 Mann transportiert werden. Dabei sorgt erstmals auf einem Großkampfschiff eine Rotationssektion für künstliche Schwerkraft. Die Bewaffnung besteht aus 6 schweren Plasmapulskanonen, 6 schweren Partikellasergeschützen, 12 Plasmapulskanonen zur Nahbereichsverteidigung, 72 Abschussrohren für Antischiff-Fusionsraketen sowie 2 Abschussrampen für Fusionsminen im Gigatonnenbereich. Als Defensivsystem schützen 16 Schildgeneratoren und eine zwischen 8 und 12 Metern dicke Hüllenpanzerung. Das Lego-Modell der Omega-Klasse wurde ursprünglich 2016 von Ryan Olsen aus den USA entworfen und 2017 von David White aus Kanada weiterentwickelt. Das endgültige Modell fertigte der Australier Troy Doolan 2018. Das Schiff besteht aus 4.750 Teilen, ist knapp 4 Kilogramm schwer und fast 94 Zentimeter lang. Das sind gut 117 Lego-Noppen. Der Maßstab beträgt also 1:1750. Ich besorgte die Einzelteile bei verschiedensten Händlern in ganz Europa, in rund 30 einzelnen Bestellungen, verteilt über 6 Monate. Bricklink war dabei eine große Hilfe. Die Kosten für Steine und Lieferungen betrugen insgesamt knapp 1.000 €. Die erste Baugruppe war der Displayständer, da das Schiff später auf diesem aufgebaut werden sollte. Als erstes Teil des Schiffes entstand der Kern der Rotationssektion, an dem auch gleich die ersten Hüllenelemente angebracht wurden. Die Konstruktion des inneren Rahmens erfolgte aus Technics-Bausteinen. Zuerst der vordere Teil.
danach der hintere. Der Rahmen muss zum Schluss das Gesamtgewicht des Schiffes tragen. Die beiden Teile des inneren Rahmens und der Kern der Rotationssektion werden zu einem Stück verbunden. Der ganze Rahmen ist so aufgebaut, dass auf allen 4 Längsseiten Noppen vorhanden sind, damit die Verkleidung angebracht werden kann. Für den Weiterbau kommt der Rahmen nun auf den Displayständer. Die Verkleidungen für die zentrale Rotationsachse. Zeit, die oberen Hüllenplatten zu bauen und am Rahmen anzubringen. Es folgen die inneren Decks der Rotationssektion. Langsam beginnt das Schiff Gestalt anzunehmen. Der Hammerkopf mit dem Hangar, den Sensoren und den beiden Abschussrampen für die Fusionsminen entsteht. Die Panzerung des Hammerkopfs wird angebracht. Die Triebwerkssektion ist gewichtsmäßig die schwerste Baugruppe. Hier musste etwas improvisiert werden, da die Bauanleitung, so wie ich sie verstanden hatte, nicht ganz funktionierte. Die äußeren Decks der Rotationssektion. Nun sieht das Schiff schon fast fertig aus. Es fehlen noch die Verkleidung der Antriebssektion und die Geschütztürme für die Nahbereichsverteidigung. Die Sticker habe ich in den USA bestellt. OK Brickworks liefert Vinylsticker für Lego-Modelle. Sie drucken auch Kundenwünsche, daher war es kein Problem, den Namen des Schiffes zu ändern. Zum Schluss werden noch viele kleine Details wie Rohre, Leitungen, Antennen etc. hinzugefügt. Fertig ist mein neues Prunkstück. Wer dieses Modell selbst bauen will, der kann die Bauanleitung bei Troy Doolan bestellen. Erforderlich ist eine Spende von 15 australischen Dollar, das sind etwa 10 US-Dollar oder 9 Euro, an eine anerkannte internationale humanitäre Organisation, zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen. Die Quittung der Spende sendet man per E-Mail an Troy und erhält danach einen Download-Link und ein Passwort für eine verschlüsselte 200 MB ZIP-Datei mit einer umfangreichen und detaillierten Bauanleitung. Ich bin bereits an einem weiteren Babylon 5 Projekt. Ich will das Vorgängermodell der Omega-Klasse bauen, die Nova-Klasse. Dazu will ich das Omega-Modell entsprechend umbauen. Eine Bauanleitung gibt es dafür nicht. Erste digitale Entwürfe dafür habe ich bereits gemacht. Mit etwas Glück kann ich auf einer zukünftigen FedCon dann beide Modelle nebeneinander ausstellen. Eine Bitte noch. Wenn ihr zum Beispiel in Facebook Werbung von irgendwelchen, meist chinesischen Firmen seht, die dieses oder andere tolle Lego-Modelle zu seltsam tiefen Preisen anbieten, dann kauft bitte nicht bei diesen. Die Designs der Modelle sind zum größten Teil gestohlen und werden ohne Erlaubnis der entsprechenden Designer verwendet. Notabene auch, ohne dass diese am finanziellen Erfolg beim Verkauf beteiligt werden. Oft handelt es sich dabei um noch unfertige Entwürfe, die aus Diskussionsgruppen von Lego-Enthusiasten stammen. Zudem werden dabei so gut wie immer minderwertige Lego-Imitate verwendet. Auf Nachfrage heißt es dann, es wären Lego-kompatible Steine. Wenn ihr also Angebote für Lego-Modelle mit 3000 Teilen für 200 $ seht, dann solltet ihr misstrauisch sein und lasst besser die Finger davon. Sucht im Internet nach den Designern und besorgt euch die Anleitungen bei diesen. Bitte unterstützt die Designer und nicht die Diebe ihrer Arbeit.